Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder ein ganz einfaches Plätzchenrezept, ein einfaches und schnelles Rezept, nämlich unsere geliebten Orangenküsschen. Das Rezept kommt eigentlich aus Italien und man kann es wirklich das ganze Jahr über backen. Es sind eigentlich Orangen-Amarettini, aber ich nenne sie Orangenküsschen und sie müssen bei uns unbedingt auf den Plätzchenteller, denn sie geben so ein wunderbar fruchtiges Aroma und machen einen schönen gelb-weißen Farbklecks. So ein bisschen wie Schnee, so ein bisschen wie die Sonne. Ja, deswegen habe ich dieses Rezept für den zweiten Advent ausgewählt. Und heute am zweiten Advent gibt es natürlich im Sugar Princess Christmas Cookie Club auch wieder etwas zu gewinnen. Und zwar meine schöne Stollenbackform, die kleinere der beiden. Diese Formen, ihr seht es hier, nur echt mit der Krone, sind aus feinem Edelstahl gefertigt. Hier bei mir in der Nachbarschaft in Weibstadt. Sie sind ausziehbar, wie ihr seht, und man kann sie auch ganz rausziehen und dann platzsparend sozusagen zusammenlegen. So, und dann einfach in die Schublade, dann hat man nicht so eine Riesenform. Die größere Form ist natürlich für einen größeren Stollen geeignet und die kleinere Form für einen kleineren. Beide Formen sind auch zum Brotbacken sehr, sehr gut geeignet. Und wenn ihr einmal eine Form meiner Backlinie kauft, dann braucht ihr keine weitere mehr zu kaufen, denn es ist Qualität made in Germany, hier bei mir um die Ecke in Weibstadt. Diese Form verlose ich, wie gesagt, heute einmal. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach kommentieren mit SCCC24 bzw. die Gewinnfrage beantworten. Die Teilnahmebedingungen findet ihr bei mir auf dem Blog. Ich verlinke euch den gerne hier unten in der Infobox und hier auf dem kleinen i. Dort könnt ihr nachlesen, was ihr tun müsst, um die Form zu gewinnen. Und jetzt starten wir direkt mit unserem leckeren Orangenküsschen-Teig. Die weiche Butter mit dem Zucker und Vanillezucker bzw. Vanillepaste schaumig rühren erstmal. Das sind 80 Gramm weiche Butter. Nun kommt hinzu 80 Gramm Zucker und 80 Gramm Puderzucker. Die Vanille gebe ich auch schon hinzu, so ungefähr einen Teelöffel. Und das verrühren wir jetzt einfach ganz schön cremig miteinander. Richtig schön so lange verrühren, bis die Butter ihre Farbe wechselt, so etwas weißlich wird und eine richtig schöne Creme entstanden ist. Die 2 Eier hinzugeben. Alle Zutaten sollten wie immer auf Zimmertemperatur sein, dann geht es einfacher. Und die verrühren wir jetzt einfach auch noch schön cremig mit dazu. Gerade runterkratzen. Und weiterschlagen, bis die Masse so ein bisschen schaumig ist. Wunderbar. Jetzt kommt hier die Schale einer Bio-Orange hinzu. Denkt daran, nur das Gelbe abreiben, nicht das weiße Innere, denn das schmeckt dann eventuell bitter. Wir wollen wirklich nur das Aroma drin haben. Den Rest reibe ich mir noch weiter ab und verwende den nachher noch für den Puderzucker, indem ich die Küsschen wende. Das gibt nochmal einen extra Orangengeschmack. Und hier nehmen wir noch etwas Saft von der Orange, 2 bis 4 Esslöffel, da müssen wir ein bisschen gucken. Auspressen. Und etwas Saft schon hinzugeben, so 1 bis 2 Esslöffel. Und dann gebe ich noch 2 Esslöffel Orangenlikör oder Mandellikör hinzu. Da könnt ihr euch überlegen. Ihr könnt aber auch den Likör natürlich weglassen und stattdessen nur Orangensaft nehmen. 1 und 2, das passt genau, so ungefähr eine Hälfte der Orange. Und dann gebe ich noch 2 Esslöffel Amaretto hinzu. Ihr könnt da auch Orangenlikör nehmen oder auch weiteren Orangensaft. Insgesamt einfach 4 Esslöffel Flüssigkeit, die gerade noch mit reinrühren. Sehr schön, jetzt brauchen wir unsere Mandelmehlmischung. Hier habe ich nun 250 Gramm gemahlene, abgezogene Mandeln. Und dazu gebe ich 250 Gramm Mehl. Und eine Prise Salz für den guten Geschmack und 2 Teelöffel Backpulver gestrichen. Und dann vermische ich das alles
gut miteinander, dass das Backpulver gut verteilt ist und die Mandeln schön luftig und locker sind in dem Mehl. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir uns noch wieder unsere Masse her und geben das Mehl einfach hinzu, am besten so in mehreren Portionen und rühren das gerade nur kurz unter. Nur ganz kurz, ihr wisst es, damit die Plätzchen möglichst luftig bleiben. Ihr könnt dieses Rezept natürlich sehr gut auch halbieren. Das lässt sich ganz einfach halbieren. Dann müsst ihr nicht 60 Plätzchen machen, sondern könnt erst mal 30 ausprobieren. Bei uns werden sie sowieso alle gegessen, deswegen habe ich gleich viele gemacht. Gerade noch mit verrühren. Und das langt auch schon. Wir arbeiten jetzt gleich mit dem Spatel noch kurz weiter. Gerade noch schauen, dass wirklich alles mit eingearbeitet ist in den Teig. Wunderschöner Teig, duftet unglaublich gut nach Orange. Jetzt stelle ich den Teig eine halbe Stunde gerade mal kalt bei mir in den Tiefkühler. Ihr könnt ihn auch eine Stunde in den Kühlschrank stellen und dann formen wir uns die Plätzchen. So, in der Wartezeit mache ich mir schon mal mein Blech bereit. Ihr seht hier das neue Sugar Princess Backblech. Ich hoffe, man sieht hier die Krone in der Kamera. Und das drehe ich jetzt mal um. So rum, so kann man es nämlich auch verwenden. Durch das hübsche Wellendesign wird das Gargut besonders schön gleichmäßig gar. Und jetzt lege ich meine Matte hier drauf, meine Silikonbackmatte, die ihr alle ja schon ergattert habt. Ihr werdet es nicht bereuen, es ist eine fantastische Backmatte, ihr braucht kein Backpapier mehr. Und da können wir dann gleich unsere Plätzchen drauf ablegen. Und dann brauchen wir zum Wenden der Plätzchen noch etwas Puderzucker. Und jetzt habe ich ja noch meine Orangenschale, die ich noch von der Orange habe. Die gebe ich einfach gerade noch dazu. Und gerade so ein bisschen damit vermengen, dass wir so einen Orangenpuderzucker bekommen. Den kann man ruhig auch am Vortag sogar schon vorbereiten. Dann zieht das richtig schön durch. Den Ofen heize ich im Hintergrund schon vor auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder entsprechend ja 160 Grad Umluft. Mein Teig war jetzt eine Viertelstunde sogar nur im Tiefkühler. Das hat hier schon gereicht. Man sieht es einfach, der lässt sich jetzt wunderbar anfassen auch schon. Man könnte ihn jetzt einfach mit den Händen formen. Und jetzt kann man hier einfach Teigstücke abstechen und roll die zwischen den Händen zu einer Kugel. Und die wird jetzt noch in dem wunderbaren Orangenzucker gewendet. Und dann darf sie hier aufs Blech. Wir können die Plätzchen kleiner oder größer machen. Ihr könnt natürlich auch die Hälfte nur verwenden. Das geht auch wunderbar, das Abstechen mit einem Eisportionierer. Die bekommt ihr auch bei mir im Shop. Da gibt es auch ganz kleine für kleinere Plätzchen. Der Teig lässt sich gut handhaben, wenn er schön gekühlt ist. Einfach zwischen den Handflächen zu einer Kugel rollen und wenden. Das mache ich jetzt mit allen Plätzchen und ich mache auch noch eine kleinere Version für euch mit nur 10 Gramm oder 15 Gramm und dann zeige ich euch später den Unterschied und dann können wir sie gleich auch dann backen. Sie dürfen jetzt so ungefähr 13 bis 15 Minuten in der Mitte des vorgeheizten Backofens backen, 175 Grad Ober-Unterhitze oder wie gesagt 160 Grad Umluft. So, die zweite Ladung etwas kleiner, so etwa bei 10 Gramm, damit wir sehen, wie der Unterschied ist. Das sind dann kleinere Kekschen. Ich denke, das wird vielleicht besser. 10 bis 15 Gramm. Am einfachsten geht das Formen mit einem Eisportionierer. Ich habe da verschiedene Größen im Shop. Ich verlinke euch die gerne hier unten. Dann könnt ihr euch die passenden auswählen. So wunderbar sieht nun unsere erste Ladung der Orangenschneebälle oder Orangenküsschen oder Orangen-Amaretti, wie ihr sie auch immer nennen wollt, aus. Sie platzen so auf, das sieht wunderschön aus. Es crinkelt dann so, sie heißen auch Crinkle Cookies im Englischen und wir finden sie einfach wunderschön auf dem Plätzchenteller. Ich backe jetzt noch die kleineren Versionen aus, weil diese sind richtig groß geworden. Die Orangen-Bachos oder Orangenküsse, Orangenschneebälle oder Orangen Crinkle Cookies lasse ich dann einfach auf meinem Kuchengitter auskühlen. Und ihr seht hier, die sind schon richtig groß mit 20 Gramm. 10 Gramm, da sind sie so
typische Plätzchengröße und so sind sie so ungefähr so groß wie kleine Kuchen. Innen drin sind sie noch weich und außen knusprig und so schön aufgebrochen. Das macht einfach diese tolle Optik bei den Cookies aus. So sehen sie aus. Ich zeige euch gleich noch die kleineren Varianten und dann sehen wir uns zum Probieren wieder. So, das ist nun die mittlere Variante. Also ihr seht den Unterschied. 15 Gramm, 20 Gramm und ich habe noch welche gemacht mit 10 Gramm. Da könnt ihr überlegen, welche sind euch am liebsten. Letztendlich sind sie gleich herzustellen, nur die Backzeit variiert natürlich etwas. Die größeren brauchen vielleicht so 15 Minuten und die ganz kleinen dann so 10 und die mittleren 12, 13 Minuten. Gerne zum Auskühlen auf die Gitter setzen. Die Auskühlgitter verlinke ich euch auch gerne hier unten unter dem Video oder auch direkt im Video. Die kann ich nur empfehlen, denn auch für kleine Küchen sind die super geeignet. Da sind immer 3 Stück, die kann man übereinander stellen und dann kann man auch größere Mengen perfekt auskühlen lassen auf einmal. Die Kekse duften schon so lecker, so nach Orange und nach Gebackenem. Ich werde sie für euch probieren. Schmecken sehr, sehr lecker. Ich wusste ja, wie sie schmecken. Ich mag sie immer wieder gern. Sie gehören zu meinen Favoriten. Wasser, wie immer, läuft mir im Mund zusammen. Ich werde jetzt gleich noch einen vernaschen und kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Das waren meine Orangenküsschen, ein zauberhaftes Highlight auf dem Plätzchenteller. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und nehmt natürlich an dem Gewinnspiel teil. Die Teilnahmebedingungen findet ihr bei mir auf dem Blog www.sugarprincess.de. Einfach mit dem Hashtag SCC24 die Gewinnfrage beantworten oder einen Kauf im Shop tätigen. Dann seid ihr automatisch im Lostopf. Dafür wünsche ich euch natürlich ganz viel Glück. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen, einen schönen zweiten Advent und wir sehen uns hier nächste Woche wieder am Sonntag um 10 Uhr mit einem neuen Video. Bis dahin, vergesst nicht, euer tägliches Türchen zu öffnen, denn jeden Tag gibt es ein neues Rezept, jeden Tag einen Gewinn bei mir auf dem Blog. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!